Fett ist gesund und Cholesterin dein Freund? Das klingt nicht nur verrückt, das widerspricht wahrscheinlich allem, was du seit Jahrzehnten eingetrichtert bekommst. Aber was, wenn genau das die Wahrheit ist? Eine Wahrheit, die systematisch unterdrückt wird, um dich krank, abhängig und zu einem zahlenden Kunden von Big Food und Big Pharma zu machen. Schluss mit den Lügen. Heute zerlegen wir den Cholesterin-Mythos. Nicht das vereinfachte Märchen von gutem HDL und bösem LDL, das dir dein Arzt auftischt, weil es so in den Leitlinien steht. Nein, wir reden über die knallharte biologische Realität, was dein Körper wirklich braucht, warum die unbegründete Angst vor Fett und Cholesterin deine Energie raubt, deine Hormone killt und dich letztendlich auch krank macht. Wir leben in einem Informationsdschungel, gerade beim Thema Ernährung. Fett verteufelt, Kohlenhydrate mal hochgelobt, mal verteufelt, Cholesterin als Staatsfeind Nummer 1. Diese Verwirrung dient auf jeden Fall einigen, aber nicht deiner Gesundheit. Wusstest du, dass die Grenzwerte für Cholesterin immer weiter willkürlich gesenkt wurden, oft Hand in Hand mit der Einführung neuer, milliardenschwerer Medikamente? Oder ist dir bekannt, dass ein zu niedriges Cholesterin mit einer höheren Gesamtsterblichkeit in Verbindung gebracht wird? Wir decken heute auf, warum dein Körper Cholesterin nicht nur braucht, sondern es sogar selbst herstellt, warum Fett oft der bessere Treibstoff ist und welche Blutwerte wirklich wichtig sind und wie du dich aus den Fängen von Big Food und Big Pharma befreist, die mehr am Verkauf als an deiner Heilung interessiert sind. Bleib dran, dieses Wissen kann Leben retten. Hi, ich bin Arthur, ich esse viel Fett und meine Körperform ist ganz okay für einen 45-jährigen Mann, wie du hier sehen kannst. Mein Ziel ist es, dir zu helfen, durch klares Denken, wissenschaftliche Fakten und Eigenverantwortung deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Weg von Dogmen hin zu dem, was wirklich funktioniert. Heute nehmen wir uns eines der größten Dogmen überhaupt vor: Cholesterin. Wir gehen tief rein und klären. In Kapitel 1 Cholesterin, der lebenswichtige Baustein, warum dein Körper ohne nicht leben kann. In Kapitel 2 die große LDL-Lüge, warum LDL nicht böse ist und was wirklich zählt. Spoiler, Triglyceride und Entzündungen. In Kapitel 3 Statine und die Big Pharma-Agenda. Nutzen, Risiken und die dunkle Seite des Milliardengeschäfts. In Kapitel 4 der wahre Feind, Entzündung, was wirklich deine Gefäße schädigt. In Kapitel 5 dein Aktionsplan, was du konkret tun kannst, jenseits von Pillen. Falls dich das Thema Low Carb und Fettverbrennung interessiert, schau dir mein Video zum Thema Kohlenhydrate an oder das Video zum Thema 9 Ernährungsmythen. In den Videos lernst du, wie der Körper auf Fett als Energiequelle umstellt. Aber jetzt zur Cholesterin-Wahrheit. Lass uns mit der absoluten Grundlage starten. Cholesterin ist kein Giftstoff, den wir bekämpfen müssen. Es ist eine fettähnliche Substanz, die für praktisch jede Zelle deines Körpers essentiell ist. Ohne Cholesterin gäbe es kein Leben, wie wir es kennen. Wofür braucht dein Körper es dringend? 1. Zellmembran. Cholesterin sorgt für die richtige Stabilität und Fluidität deiner Zellwände. Ohne Cholesterin bricht die ganze Struktur zusammen. 2. Gehirn- und Nervensystem. Dein Gehirn besteht zu einem erheblichen Teil aus Cholesterin. Es ist entscheidend für zum Beispiel die Bildung von Synapsen, für die Informationsübertragung. Punkt 3. Hormonproduktion. Das ist ein Riesenpunkt. Alle Steroidhormone, wie zum Beispiel Testosteron, was für Antrieb, Muskeln und Libido zuständig ist, Östrogen, Progesteron, aber auch Stresshormone wie Cortisol und das wichtige Aldosteron für die Blutdruckregulation werden aus Cholesterin synthetisiert. Zu wenig Cholesterin sorgt für ein Hormonchaos. Ein hormonelles Chaos ist oft die Ursache für Müdigkeit, Depression, Libidoverlust und viele andere Zivilisationskrankheiten. Punkt 4. Vitamin D. Die Vorstufe von Vitamin D, das unter Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet wird, ist Cholesterin. Punkt 5. Gallensäure. Für die Fettverdauung und die Aufnahme fettlöslicher Vitamine wie A, D, E und K brauchst du Gallensäuren und die werden in der Leber aus Cholesterin hergestellt. Dein Körper weiß, wie wichtig das ist. Deshalb stellt er den Löwenanteil des Cholesterins, ca. 80-90%, selbst her, hauptsächlich in der Leber. Die Aufnahme aus der Nahrung ist streng reguliert und spielt für die meisten Menschen nur eine untergeordnete Rolle. Die jahrzehntelange Warnung vor dem Cholesterin im Frühstücksei ist schlichtweg falsch und basiert auf schlechter Wissenschaft. Das Buch Cholesterol Clarity von Jimmy Moore und Dr. Aaron Westman bringt das sehr gut auf den Punkt. Und jetzt kommt der Hammer. Was ist wirklich gefährlich? Oft ist es sogar ein zu niedriges Cholesterin. Früher galten Werte unter 300 Milligramm pro Deziliter als völlig normal. Heute werden Leute schon bei 200 nervös gemacht. Große epidemiologische Studien, wie zum Beispiel die Framingham-Studie über lange Zeiträume betrachtet oder neuere Meta-Analysen, zeigen immer wieder eine U-förmige Kurve. Sowohl extrem hohe als auch extrem niedrige Cholesterinwerte sind mit einer erhöhten Gesamtsterblichkeit assoziiert.
Bei sehr niedrigen Werten steigt das Risiko für Infektionen, Krebs, Schlaganfälle und psychische Erkrankungen. Lasst uns logisch denken. Ist es sinnvoll, eine Substanz medikamentös aggressiv zu senken, die der Körper selbst produziert und für überlebenswichtige Funktionen braucht, nur weil ein willkürlich festgelegter Grenzwert überschritten ist? Das Fazit dieses Abschnitts: Cholesterin ist lebensnotwendig. Dein Körper produziert es selbst. Die Panikmache davor ist wissenschaftlich überholt und potenziell sogar gefährlich. Die Angst vor Nahrungsfett und Cholesterin ist eine der größten Ernährungslügen überhaupt. Sind wir seitdem gesünder und dünner geworden oder fetter und ungesünder? Denk nach. Jetzt zum angeblichen Hauptfeind, das LDL-Cholesterin, das böse Cholesterin. Eselsbrücken wie HDL, hab dich lieb Cholesterin, und LDL, lass das lieber sein Cholesterin, hast du bestimmt schon gehört. Diese Bezeichnung ist eine grobe und irreführende Vereinfachung, die Milliardenumsätze für Big Pharma generiert. LDL, das Low-Density Lipoprotein, ist im Kern ein Transportshuttle. Seine Aufgabe: Es liefert Cholesterin, Fette und fettlösliche Vitamine von der Leber zu den Zellen im ganzen Körper, dorthin, wo sie gebraucht werden. Denken wir wieder logisch. Ist ein DHL-Lieferwagen böse, weil er Pakete ausliefert? Natürlich nicht. Wann kann LDL also zum Problem werden? Nicht das LDL-Partikel selbst ist der Übeltäter, sondern wenn es sich verändert und dadurch schädliche Eigenschaften entwickelt. 3 Dinge sind hier besonders wichtig. Erstens, Oxidation und Glykation. Wenn LDL-Partikel durch zu viel Zucker im Blut quasi verzuckern, dann ist das Glykation. Oder durch oxidativen Stress, zum Beispiel durch Entzündungen oder Rauchen, ranzig werden. Dann können sie problematisch werden, denn diese chemisch veränderten beschädigten Partikel bleiben leichter in der Arterienwand hängen und tragen zur Plaquebildung bei. Ein gesundes, unbeschädigtes LDL tut das normalerweise nicht. Zweitens, die Art und Anzahl der LDL-Partikel. Stichwort Partikelgröße und ApoB. Es gibt verschiedene LDL-Typen. Problematisch sind vor allem die kleinen, dichten LDL-Partikel. Die größeren, fluffigen Partikel genannt, gelten als weitgehend harmlos. Deshalb ist oft nicht nur der reine LDL-Cholesterinwert entscheidend, sondern die Gesamtzahl der LDL-Partikel. Diese kann man über das sogenannte Apolipoprotein B, kurz ApoB, bestimmen. Und der Punkt ist, viele kleine, dichte Partikel sind riskanter als wenige große, selbst wenn der gemessene LDL-Cholesterinwert in beiden Fällen gleich wäre. Drittens, und das ist oft der Schlüssel, deine metabolische Gesundheit. Bei einem Menschen, der metabolisch topfit ist, also niedrige Triglyceride, hohes HDL, stabile Blutzuckerwerte, wenig Entzündung, ist selbst ein deutlich erhöhtes LDL-Cholesterin oft völlig unproblematisch. Warum? Weil die LDL-Partikel meistens groß, fluffig und eben nicht beschädigt sind. Ein gutes Beispiel ist die Low-Carb- oder ketogene Ernährung. Hier kann der LDL-Wert ansteigen, weil der Körper mehr Fett transportiert. Denk an das vorhin erwähnte Transportshuttle. Wenn aber die anderen wichtigen Marker top sind, ist das oft ein Zeichen für einen gesunden, effizienten Fettstoffwechsel. Das berühmte Oreo-Cookie-Experiment von Nick Norwitz hat das eindrücklich gezeigt. Auf Keto stieg sein LDL. Mit dem Verzehr von Oreos sank es wieder drastisch, weil der Körper auf Zucker umgeschaltet hat. Was ist also wirklich wichtig bei deinen Blutfetten, wenn wir mal vom LDL absehen? Neben der Entzündung sind es vor allem deine Triglyceride. Während alle Welt gebannt auf das LDL starrt, werden die Triglyceride, der eigentliche Elefant im Raum, oft sträflich vernachlässigt. Das sind die Fette, die dein Körper als direkte Energiequelle nutzt oder zur späteren Verwendung einspeichert. Und der Spiegel im Blut hängt ganz massiv von deinem Kohlenhydratkonsum und deiner Insulinempfindlichkeit ab. Hohe Triglyceride sind ein echtes Alarmsignal für metabolisches Chaos. Wenn deine Triglyceride dauerhaft hoch sind, und wir reden hier idealerweise von Werten unter 85 Milligramm pro Deziliter, der offizielle Grenzwert von 150 ist da echt ein schlechter Witz, dann ist das ein klares Zeichen. Dein Körper ist mit Zucker überlastet und wird wahrscheinlich insulinresistent und du bist auf dem besten Weg zu Diabetes Typ 2. Denn überschüssige Kohlenhydrate, die du isst, wandelt deine Leber direkt in diese Triglyceride um. Noch aussagekräftiger ist aber ein ganz simpler Wert: das Verhältnis deiner Triglyceride zu deinem HDL-Cholesterin, die sogenannte TG-HDL-Ratio. Das ist einer der besten und einfachsten Marker, um deine Insulinresistenz und dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einzuschätzen. Du rechnest einfach deine Triglyceride geteilt durch dein HDL, beide Werte in Milligramm pro Deziliter. Das Ziel: unter 2 sollte es sein, idealerweise unter 1,5, und ein Wert um 1,0 ist absolut top. Zahlreiche Studien bestätigen, dieser simple Quotient schlägt den reinen LDL-Cholesterinwert in seiner Aussagekraft um Längen. Und jetzt wird's persönlich. Mein eigenes Beispiel.
Bei einem Gesundheitscheck, wohlgemerkt bei einem privat bezahlten Sportmediziner in Düsseldorf, kamen folgende Werte: Gesamtcholesterin 231, HDL-Cholesterin 70, LDL-Cholesterin 149, Triglyceride 63. Rechnen wir mal meine TG-HDL-Ratio aus. 63 geteilt durch 70 ergibt 0,9. Das ist nicht nur unter 2, nicht nur unter 1,5, das ist in der absoluten Top-Kategorie unter 1,0. Ein klares Zeichen für exzellente Insulinempfindlichkeit und laut vielen Studien ein sehr niedriges Risiko. Mein HDL ist mit 70 ebenfalls top, die Triglyceride mit 63 traumhaft niedrig. Und was war der dringende Rat des Arztes, basierend auf dem isolierten LDL-Wert von 149? Ich sollte Statine nehmen. Sofort. Siehst du das Problem? Kompletter Fokus auf eine einzige Zahl, die im Gesamtkontext meiner metabolischen Gesundheit völlig harmlos ist. Der entscheidende TG-HDL-Quotient wurde nicht mal erwähnt. Das ist genau die Falle, von der ich spreche. Leitlinienmedizin ohne Berücksichtigung des Individuums und der wirklich relevanten Marker. Hohe Triglyceridspiegel, besonders wenn die Fette darin oxidieren, können die Gefäßinnenwände, das Endothel, direkt schädigen und die Produktion des gefäßschützenden Stickstoffmonoxids NO hemmen. Das böse LDL ist oft nur LDL, das mit diesen schädlichen, oxidierten Triglyceriden beladen ist. Und genau hier schließt sich der Kreis zu meinen Werten. Mit meinen Triglyceriden von nur 63 ist das Risiko für einen direkten Schaden durch diese ranzigen, oxidierten Fette bei mir also minimal. Das bedeutet, mein LDL-Transportshuttle ist nicht mit gefährlicher, ranziger Fracht beladen. Es transportiert einfach nur ganz normal Energie und Bausteine. Das, was es in einem gesunden System tun soll. Und obwohl mein System hier offensichtlich gesund arbeitet, sollte ich laut diesem Arzt Statine schlucken. Ein Medikament, das in erster Linie das LDL senkt, aber rein gar nichts an meinen, in meinem Fall exzellenten Triglyceriden oder meiner ebenfalls sehr guten Insulinempfindlichkeit ändert oder verbessert. Das ist doch der helle Wahnsinn, oder? Wenn LDL also nicht das Hauptproblem ist und Triglyceride viel wichtiger sind, warum zum Teufel verschreiben Ärzte dann millionenfach Statine, die primär das LDL senken? Willkommen im Milliardengeschäft von Big Pharma. Statine gehören zu den meistverkauften Medikamenten weltweit. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Erstens, Statine packen das Problem nicht an der Wurzel. Sie tun absolut nichts gegen die eigentlichen Ursachen von Gefäßproblemen, also Dinge wie Insulinresistenz, chronische Entzündungen, oxidativer Stress oder hohe Triglyceride durch falsche Ernährung. Statine sind reine Symptomkosmetik. Zweitens, der Nutzen wird oft stark überschätzt, die Risiken dafür aber unterschätzt. Besonders wenn du noch keine bekannte Herzkrankheit hast, das nennt man Primärprävention, ist der tatsächliche Nutzen oft verschwindend gering. Da müssen oft hunderte Menschen jahrelang diese Pillen schlucken, damit vielleicht ein einziger Herzinfarkt verhindert wird. Das wird im Marketing natürlich durch relative Zahlen viel dramatischer dargestellt. Selbst bei Menschen, die schon eine Herzkrankheit haben, ist der Nutzen zwar besser belegt, aber auch hier gibt es Diskussionen, ob der Effekt wirklich nur auf der LDL-Senkung beruht. Und dieses Dogma, je niedriger das LDL, desto besser, das wackelt gewaltig. Viele große Studien und Übersichten, zum Beispiel von Dr. Rusknopf oder dem Kochane-Netzwerk, stellen das ernsthaft in Frage. Drittens, die erheblichen Nebenwirkungen, die oft heruntergespielt werden. Die Liste ist aber lang. 1. Muskelschmerzen und Schwäche sind sehr häufig. Das kann bis zum gefährlichen Muskelzerfall gehen. 2. Denkprobleme und Gedächtnisstörungen. Dein Gehirn braucht schließlich Cholesterin. 3. Ein erhöhtes Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken. 4. Statine blockieren das Coenzym Q10. Das ist der Zündstoff für deine Zellkraftwerke, besonders im Herzen und Gehirn. Müdigkeit und Herzschwäche können die Folge sein. 5. Auch hormonelle Störungen wie eine Senkung von Testosteron sowie Leber- und Nierenprobleme sind möglich. Warum also all die aggressive Verschreibung? Trotz allem folgen wir dem Geld. Sinkende Grenzwerte bedeuten mehr Kunden. Erinnerst du dich? Bis in die 70er Jahre galt ein Cholesterinwert unter 300 als normal. 1987 kam das erste Statin auf den Markt und zufällig startete in den USA ein Programm, das die Grenzwerte senkte. Seitdem schraubt man die Grenzwerte immer weiter runter. Heute sind wir bei LDL-Zielen von unter 70, 55 oder sogar 40 für bestimmte Gruppen. Jede dieser Senkungen schafft Millionen neuer Patienten und Milliarden von zusätzlichem Umsatz für Big Pharma. Und wer schreibt diese Leitlinien mit den immer niedrigeren Grenzwerten? Kritiker wie Dr. John Abramson oder Dr. Asim Malhotra weisen immer wieder darauf hin. Oft sitzen in diesen Expertengremien Leute mit direkten finanziellen Verbindungen zur Pharmaindustrie, Beraterhonorare, Forschungsgelder und so weiter. Das ist ein massiver Interessenkonflikt. Im Grunde Marketing getarnt als Wissenschaft.
Mein Fazit zu Statinen ist also klar. Sie sind keine Wundermittel und schon gar keine Bonbons. Sie haben potenziell ernste Nebenwirkungen und ihr Nutzen ist oft fragwürdig. Besonders, wenn du noch keine Herzkrankheit hast. Die aggressive Verschreibungspraxis riecht stark nach kommerziellen Interessen von Big Pharma. Deshalb meine Meinung, hinterfrage eine Statinempfehlung immer kritisch und informiere dich selbst, so wie ich es auch gemacht habe. An dieser Stelle kann ich dir folgende Bücher empfehlen. Die Cholesterinlüge von Professor Dr. Walter Hartenbach und Die Statinfalle von Dr. Gunther Frank. Falls du jemanden kennst, der auch Statine nimmt, teile dieses Video, damit er oder sie diese kritischen Informationen auch bekommt. Okay, wenn Cholesterin nicht der Hauptschuldige ist und Statine oft nicht die Lösung sind, was verursacht dann die Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall? Die moderne Forschung zeigt immer klarer in eine Richtung. Chronische, niedriggradige Entzündung gepaart mit metabolischer Dysfunktion, also Insulinresistenz und ein gestörter Blutzuckerstoffwechsel. Stell dir die Innenwand deiner Arterien vor, das Endothel. Das ist eine hauchdünne Schicht, die super wichtig ist. Sie wird geschädigt und gereizt durch 1. Hohen Blutzucker und Insulin. Ständiges Auf und Ab, hohe Spitzen nach zuckerreichen Mahlzeiten stressen das Endothel. Zucker bindet an Proteine, Glycation, macht sie steif und funktionsunfähig. Hohes Insulin fördert Entzündungen. Nummer 2. Oxidativer Stress. Ein Ungleichgewicht zwischen freien Radikalen und Antioxidantien. Verursacht durch Rauchen, Umweltgifte, aber eben auch durch schlechte Ernährung, zu viel Zucker und verarbeitete Fette. Nummer 3. Entzündungsfördernde Ernährung. Zucker und Fructose, direkte Treiber von Entzündung und Insulinresistenz. Dann Samenöle, Sonnenblumen, Mais, Soja oder Rapsöl. Die sind heute wirklich überall drin, in Fertiggerichten, Backwaren, Fastfood. Das Problem, sie enthalten extrem viel Omega-6-Fettsäuren. Und wenn wir davon zu viel bekommen, verschiebt sich das wichtige Gleichgewicht von Omega-3, den guten Fettsäuren, zu Omega-6, den schlechten Fettsäuren, massiv in die falsche Richtung, in die entzündungsfördernde. Dann verarbeitete Lebensmittel. Transfette, Zusatzstoffe, Emulgatoren können die Darmbarriere schädigen und Entzündungen fördern. Nummer 4. Chronischer Stress. Dauerhafte Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol wirkt auch entzündungsfördernd. Nummer 5. Schlafmangel. Stört die Regeneration und fördert Entzündungsprozesse. Nummer 6. Bewegungsmangel. Verschlechtert die Insulinempfindlichkeit. Auf diese ständige Reizung und Schädigung reagiert der Körper mit einer chronischen Entzündungsreaktion. Und jetzt kommt Cholesterin ins Spiel, insbesondere LDL, als Teil des Reparaturmechanismus. Es wird zur geschädigten Stelle transportiert, um zu helfen, die Wunde zu schließen. Wenn die Schädigung aber nie aufhört, wegen Dauerentzündung, läuft dieser an sich sinnvolle Reparaturprozess aus dem Ruder. Immunzellen fressen sich mit oxidiertem LDL voll, werden zu Schaumzellen, lagern sich ab, es kommt zu weiteren Entzündungsreaktionen. Die Plaque wächst. Denken wir wieder logisch. Die Plaque ist also eher eine Art Narbe einer chronischen Wunde, nicht primär eine Cholesterinablagerung. Cholesterin ist am Tatort, aber nicht der Täter. Das Fazit hier, der wahre Feind ist die chronische Entzündung und die metabolische Dysfunktion, die deine Gefäße schädigen. Cholesterin ist nur ein Teil der fehlgeleiteten Reaktion darauf. Willst du dein Herz schützen, musst du die Entzündung bekämpfen. Was kannst du also konkret tun, um deine Herz- und Gefäßgesundheit wirklich zu schützen? Jenseits von Pillen und Panikmache. Es geht darum, die Ursachen anzugehen. Denk dran, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Was kannst du also konkret tun? Hier ist ein Plan für eine Ernährung, die Entzündungen den Kampf ansagt. Erstens, Zucker und raffinierte Kohlenhydrate radikal reduzieren. Das ist wirklich der größte Hebel. Also weg mit Süßigkeiten, Softdrinks, Weißmehlprodukten und stark verarbeiteten Kohlenhydraten. Das Ergebnis? Dein Blutzucker, dein Insulin und deine Triglyceride werden massiv sinken. Zweitens, pflanzliche Samenöle meiden wie die Pest. Lies die Zutatenliste. Koche und brate stattdessen mit stabilen, gesunden Fetten wie Butter, Ghee, Kokosöl, Schmalz oder gutem Olivenöl. Drittens, iss echte, unverarbeitete Lebensmittel. Konzentriere dich auf viel Gemüse, besonders grünes Blattgemüse, dazu hochwertige Proteine, denk an Fleisch aus Weidehaltung in guter Qualität, Wildfangfisch oder Eier. Und natürlich gesunde Fette aus Avocados oder Nüssen und auch Beerenobst ist in Maßen super. Viertens, achte bewusst auf Omega-3-Fettsäuren. Die findest du in fettem Fisch wie Lachs, Makrele oder Hering, aber auch in Leinsamen oder Chiasamen. Die wirken stark entzündungshemmend. Und fünftens, ganz simpel, trink Wasser. Vergiss zuckerhaltige Getränke. Wasser ist dein bester Freund, denn mittlerweile denke ich, dass wir beim Film Idiocracy angekommen sind, wie du dieser Szene sehen kannst.
Entschuldigen Sie bitte, das da scheint sowas wie Gatorade zu sein, aber ich suche eigentlich ganz normales Wasser. Wasser? Ja, Du meinst wie das im Klo? Wozu? oh, ich will es trinken. Sechstens, optimiere deinen Stoffwechsel. Werde zur echten Fettverbrennungsmaschine. Das erreichst du durch regelmäßige Bewegung. Kombiniere Krafttraining, das deine Insulinsensitivität verbessert, mit Ausdauertraining für gesunde Zellkraftwerke und niedrigere Triglyceride. Priorisiere auch deinen Schlaf. 7 bis 9 Stunden sind entscheidend für Regeneration und einen ausgeglichenen Hormonhaushalt, wie in meinem Video zum Thema Schlaf erklärt. Und manage deinen Stress effektiv und aktiv, denn chronischer Stress macht viel kaputt. Finde deine Methoden, die dir gut tun. Als Booster kannst du Intervallfasten nutzen, wie die 16-8-Methode. Das kann deine Insulinsensitivität weiter verbessern und die Zellreinigung ankurbeln. Mehr zum Intervallfasten zeige ich dir in meinem Video zum Thema Frühstück. Dann solltest du die richtigen Werte messen bzw. messen lassen und auch verstehen. Sprich mit einem Arzt, der sich wirklich auskennt. Oft funktionelle Medizin oder orthomolekulare Medizin. Lass nicht nur von deinem Hausarzt das Standard-Lipidprofil machen. Wichtige Marker werde ich jetzt erklären. 1. Triglyceride. Das Ziel hier weniger als 85 Milligramm pro Deziliter. 2. HDL-Cholesterin. Das Ziel größer als 60 Milligramm pro Deziliter. Je höher, desto besser. 3. Die Triglyceride zu HDL im Verhältnis. Das Ziel ist hier kleiner als 2, ideal ist kleiner als 1,5, perfekt ist 1,0, wie bei mir sogar mit 0,9. 4. Nüchterninsulin. Das Ziel sind 2 bis 5 Mikroeinheiten pro Milliliter. Das ist ein extrem wichtiger Marker. 5. Hämoglobin A1C, der Langzeitblutzucker. Das Ziel kleiner als 5,4%. 6. HSCRP, hochsensitives C-reaktives Protein. Es ist ein Entzündungsmarker mit dem Ziel weniger als 1 Milligramm pro Liter. Ja, klingt alles kompliziert und ja, diese Umstellung erfordert Einsatz. Aber die Belohnung ist unbezahlbar. Echte Gesundheit, Energie, Unabhängigkeit von einem System, das dich oft kränker macht. Wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, wird später viel Zeit für seine Krankheit brauchen. Das ist ein Zitat von Sebastian Kneipp, das ich sehr mag. Das Fazit hier: Du hast die Macht. Durch eine entzündungshemmende Ernährung mit gesunden Fetten, Optimierung deines Stoffwechsels und das Messen der richtigen Werte kannst du deine Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Natürlich und nachhaltig, ohne Medikamente. Puh, ist doch etwas komplexer geworden, als ich eigentlich wollte. Aber es ist wichtig, diese Zusammenhänge zu verstehen. Lass uns die Kernbotschaften nochmal auf den Punkt bringen. 1. Cholesterin ist lebensnotwendig, kein Feind. Dein Körper stellt es selbst her für Hormone, Gehirn und Zellen. 2. Fett ist nicht böse. Gesunde Fette sind essentiell und ein super Energielieferant. Die Angst davor ist ein Relikt aus schlechter Wissenschaft und Propaganda von Big Food, um ihre Produktionskosten zu senken und uns süchtig zu machen. 3. LDL ist nicht pauschal böse. Es ist ein Transporter bzw. das Transportshuttle, das wir vorhin besprochen hatten. Sein Zustand, die Oxidation oder Größe und der metabolische Kontext, Triglyceride, Entzündungen sind entscheidend. Punkt 4. Triglyceride und das Verhältnis von Triglyceriden zum HDL-Cholesterin sind oft viel aussagekräftigere Marker für dein Risiko als LDL allein. Hohe Triglyceride, Alarmstufe Rot. 5. Statine sind kritisch zu hinterfragen. Sie bekämpfen nicht die Ursache, haben Nebenwirkungen und ihr Nutzen wird oft überschätzt, während die Big Pharma-Agenda dahinter klar sein sollte. 6. Der wahre Treiber von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist chronische Entzündung, angeheizt durch Zucker, falsche Fette, Stress und einen ungesunden Lebensstil. Cholesterin ist Teil der fehlgeleiteten Reparatur. 7. Dein Weg. Entzündung bekämpfen durch Ernährungsumstellung, Stoffwechsel optimieren durch Bewegung, Schlaf und Stressabbau und die richtigen Werte im Blick halten. Hör auf, blind den veralteten Dogmen und den Interessen der Big Food und Big Pharma Industrie zu folgen. Nutze dein Wissen, deinen Verstand und übernimm die Kontrolle. Ich hoffe, dieses Video hat dir Klarheit verschafft und dich motiviert, das Thema Cholesterin und Fett neu zu bewerten. Es ist Zeit, dass wir unser Wissen und unsere Gesundheit zurückholen. Wenn dir dieser Klartext gefallen hat und du mehr davon willst, fundiert, unabhängig, ohne Bullshit, dann abonniere jetzt den Kanal und lass gerne einen Daumen da. Das ist die beste Unterstützung für meine Arbeit. Und jetzt bist du gefragt. Welche Erkenntnis aus diesem Video war für dich am wichtigsten? Oder hast du Fragen, die offen geblieben sind?
Schreibt mir es gerne unten in die Kommentare. Lasst uns diskutieren. Ich lese und beantworte jeden Kommentar. Das Thema für nächste Woche steht noch nicht fest, aber wir stimmen dazu zeitnah im Telegram-Kanal ab. Zum Abschluss noch ein Zitat von Tom Hiddleston. Jeder Mensch hat 2 Leben. Das zweite beginnt, wenn wir erkennen, dass wir nur eines haben. In diesem Sinne, bleib gesund, bleib kritisch, denk selbst. Peace out.